We're at the Inspired Cafe. Wir sind im Inspired Café. Yeah. And so this is an opportunity for us to hear some of your stories. Und es ist einfach eine Möglichkeit für uns, ein paar eurer Geschichten zu hören. And so with us tonight, I have Philip. Also heute habe ich hier mit uns den Philipp. We have Philip from Sweden. Er kommt aus Schweden. So Philip, today was Rag Day. Hey Philipp, heute war Ragtag. People were running all over the place Die Leute sind hier überall rumgerannt for Jesus, für Jesus, for TeenStreet, für TeenStreet and for refugees. und für geflüchtete Menschen. And I heard that you were running Rag Race a few years back. Und ich habe gehört, dass du vor ein paar Jahren auch mitgelaufen bist. Tell us what happened. Erzähl uns doch mal, was ist da passiert? So I was running, and Also ich bin gerannt when I was running, a person come up to me and pushed me from behind. It was an accident, of course, und als ich da gerannt bin, da hat mich jemand aus Versehen geschubst. but I fell on my left knee and on my right elbow, and it really hurt. Und dabei habe ich mir das linke Knie und den rechten Ellenbogen verletzt und es hat sehr wehgetan. So after you got hurt, what did you do? Und nachdem du dich verletzt hast, was hast du gemacht? I got back to the throne room, obviously, Ich bin in den Throne Room gegangen, natürlich. and they said, "So we're opening the prayer station now." Und da haben sie angekündigt, dass man jetzt für sich beten lassen kann. And I just felt like, Lord, if you want to heal me, now is the moment. Und ich habe ja zu Gott gesagt, Herr, wenn du mich heilen möchtest, dann ist jetzt der richtige Moment. So I went up to this wonderful guy, Und dann bin ich also zu diesem wunderbaren Menschen hingegangen and he prayed a short prayer. und er hat ganz kurz für mich gebetet. But I was walking back to my seat in the throne room. Und dann bin ich zurück zu meinem Platz gegangen im Throne Room I didn't feel any sort of pain. und ich hatte überhaupt keine Schmerzen mehr. So this is a very powerful moment when we're talking about being prayed over and the pain going away. This is incredible. Ey, das ist unglaublich, das ist ein richtig kraftvoller Moment, wenn man für sich beten lässt und dann die Schmerzen weg sind. Yeah, of course, it's a big moment for me. That was the moment I decided I want to give my life to Jesus. Und das war ein krasser Moment für mich, Yeah. weil ich mich da entschieden habe, mein Leben an Jesus zu geben. Now, would you say that the only time you go to the prayer area is when something bad has happened or when you have something heavy in your life? Und würdest du sagen, dass es der einzige Grund ist, so zum Gebet zu gehen, wenn man irgendwie was Schweres in seinem Leben hat? No, totally not. You don't need that big of a thing. Nee, auf jeden Fall nicht. Du brauchst jetzt nicht so ein Riesending. We are only humans, Wir sind Menschen. and with God we can put all our trust in, and He will do the work for us, because we're only humans. Und wir können unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen, Very good. weil er die Arbeit macht für uns. Yeah. We need to depend on God's strength. Thank you, Philip. Excellent story. Und I ja, like wir that. können uns auf Gottes Kraft verlassen. Vielen Dank, Philipp. So we also have Rimke from the Netherlands. Wir haben auch Rimke aus den Niederlanden bei uns. So she's already shared with me that she spent some time on the Mercy ships. Und sie hat mir schon erzählt, dass sie eine Weile auf den Mercy Ships verbracht hat. Yeah. Can you tell us what the Mercy ships are? Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Was sind denn die Mercy Ships? Yeah, so Mercy Ships is an organization that brings free medical care to poor countries in Western Africa. Also die Mercy Ships, die bringen ärztliche Versorgung zu armen Ländern in Afrika. And they do this while being on a ship, so the hospital is on the ship. Und die machen das über ein Schiff, also das Krankenhaus befindet sich auf einem Schiff. Yeah. So you had shared with me just backstage that you did a lot of cleaning on these Mercy ships. Und du hast mir erzählt backstage, dass du da viel geputzt hast auf diesen Schiffen. How did you feel about doing that job? Wie ging es dir dabei, das zu tun? Well, the cleaning, of course, wasn't that hard, Also putzen war jetzt nicht so schwierig, but I wasn't working with all the patients, aber ich habe nicht mit den ganzen Patienten dort gearbeitet. so I really didn't feel like I was involved with the work Mercy Ships was actually doing. Und so hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, wirklich teilzuhaben an der Arbeit, die die Mercy Ships tun. So feeling this way, what changed for you? What was the thing that
that switched in your mind about serving in this way? Und was hat dann deine Denkweise darüber verändert, wie du auf diesen Schiffen gedient hast? So multiple people came up to me, some of them I didn't even know. Also zu mir sind viele Menschen hergekommen, manche kannte ich auch gar nicht. And they all told me about the importance of my work as a housekeeper. Und die haben mir alle gesagt, wie wichtig das ist, meine Arbeit, die ich dort getan habe, indem ich das Schiff geputzt habe. So they told me that if I wouldn't do my job and the ship wouldn't be clean, Und sie haben mir gesagt, wenn ich jetzt meine Arbeit nicht machen würde und das Schiff nicht sauber wäre, that diseases would spread more quickly amongst the crew and no one could do their job anymore. dass einfach Krankheiten sich viel schneller verbreiten würden und keiner mehr seine Arbeit machen könnte. So there could be done no surgeries anymore and no one could care for the patients. Also man könnte keine Operationen mehr machen und keiner könnte sich mehr um die Patienten kümmern. Oh, that's fantastic. It's true. Ja, wunderbar, das ist wirklich so wahr. So what seemed small in the beginning, you realized later was actually quite helpful for what God was doing. Also was sich erst klein angefühlt hat, da hast du eigentlich verstanden, dass es eigentlich riesig ist und dass es viel Wert hat für das, was Gott tut. And what would you say to the teens that are here that feel like, what I'm doing maybe isn't that great or that important? Und was würdest du Teenagern sagen, die hier sind und denken, das, was ich tue, das ist eigentlich nicht groß oder ist es eigentlich gar nicht so wichtig? So I would like to say that even if you can't see it or if you can't imagine that you're involved in God's work, Ich würde sagen, egal ob du sehen kannst oder nicht, dass du einen Teil hast an Gottes Werk. you're still playing a part in His big plan and He is working through you. Du spielst immer noch eine große Rolle in seinem Plan und er arbeitet durch dich. Awesome, guys. Thank you so Wunderbar. much. Vielen, vielen Dank. Thank you. Vielen Dank.